Wild, ursprünglich und überraschend großartig. Vom Wattenmeer bis hin zum Alpenrand gibt es hierzulande viel zu entdecken. Vor allem in den insgesamt 16 Nationalparks. Seien Sie sicher, einer ist schöner als der andere. Begeben Sie sich mit uns auf eine wundervolle Reise durch diese Schatzkammern der Natur. Beginnend im flächenmäßig kleinsten bis hin zum größten Nationalpark Deutschlands. Wir starten hoch im Norden. Klein, aber fein. Immerhin 31 Quadratkilometer umfasst der Nationalpark Jasmund, der kleinste im Lande. Wer kennt sie nicht? Rügens markante Küste. Bewaldete Felsen aus 70 Millionen Jahre alter Kreide. Ganz schön alt, mein lieber Schwan. Ein wahres Paradies für Tier und Mensch. Doch trotzdem sollte man hier eine gewisse Vorsicht walten lassen. Denn die Küste mit den so schön anzusehenden Kreidefelsen hat auch ihre Tücken. Die Kreide ist längst nicht so stabil, wie sie scheint, weiß der Geologe Ingolf Stodian. Es ist ja ein Material, was aus Algen sich vor vielen Millionen Jahren gebildet hat. Das ist weich, man kann es zwischen den Fingern zerreiben. Und durch die Eiszeit ist es in sich zerbrochen. Und diese Bruchflächen, die kann man hier super erkennen. Und auf diesen Bruchflächen sickert Wasser durch. Wildnis ist eben selten in Deutschland, aber sie ist eben auch gefährlich. Eigentlich ist hier Schluss bei gesundem Menschenverstand, aber Menschen sind eben manchmal auch anders. Küstenabbrüche sind auf Rügen eine reale Gefahr und nicht zu unterschätzen. Also besser immer auf den offiziellen Nationalparkwegen bleiben. Die sind sicher, selbst wenn sie mal leicht wackeln sollten. Es sieht gut aus. Nein, es wackelt. Bereits 1865 wurde die sogenannte Viktoriasicht errichtet und hält immer noch. Heutzutage ist sie sogar ganz amtlich geprüft. Das Ganze ist halt eine Prüfung, das ist eigentlich eine nicht zerstörungsfreie Prüfung. Das heißt, im schlimmsten Fall kann es wirklich sein, dass das ganze Ding abstürzen würde. Das passiert hoffentlich nicht beim Sandbelastungstest. Sand gibt's im Nationalpark Jasmund genug. 1 Tonne davon reicht für den besonderen Stabilitätstest. So als stünden hier 10 schwergewichtige Menschen, 110 Meter über dem Meer. Gut, Test bestanden. Das hält auch weiterhin, auch wenn es manchmal leicht wackelt. Wackeln ist ein gutes Stichwort, denn im Nationalpark Jasmund gehört Wackeln mancherorts zum Programm. So auch hier, bei den Hanomag-Touren mit Volker Bartmann. Wackeln ist integraler Bestandteil des Konzeptes, ja? Auch so kann man den Nationalpark Jasmund erkunden. Die Auswahl an diesen besonderen, weil sehr historischen Fahrzeugen ist groß. Volker Bartmann hat da einiges zu bieten und ist auch über die Grenzen des Nationalparks hinaus bekannt. Also ich bin sozusagen der Mann mit der Hanomag, ja. Gut, und welches ist das Liebste? Ja, das ist so ein bisschen mein Lieblingsauto. Das nenne ich Bioma. Aber das ist ein Hanomag, ich sag mal L28 Gruppenkraftwagen. Die Abkürzung ist GRU-KW, also wie Gruppenkraftwagen. Hanomag heißt übrigens Hannoversche Maschinenbau-Aktiengesellschaft in Hannover gebaut. Der ist Baujahr 51, ganz seltenes Auto. Spezialanfertigung für die Bereitschaftspolizei und Bundesgrenzschutz, so für Überfallkommandos. Damals wollte man noch so in Schwarzmärkte offen, deswegen offene Autos, damit man offen in diese Schwarzmärkte reinfahren kann. Ja. Egal wie und wohin auch immer, vor allem stand und steht die sogenannte Hanomag-Gedenkminute. Gut vorgeglüht geht's endlich los. Auf eine besondere Entdeckertour durch die wilden Pfade des Nationalparks Jasmund. Und seien Sie versichert, es wackelt nicht immer. Meistens geht es richtig ruhig voran. Und dann ist Zeit für einen Blick in die Natur. Auf die imposanten Buchenwälder beispielsweise. Und das ist auch für Volker Bartmann nach wie vor etwas ganz Besonderes. Ich bin tief beeindruckt. Also ich liebe das Konzept Nationalpark, dass hier sozusagen der Wald unberührt bleibt und ein Urwald, ein naturbelassener Wald entsteht. Das ist doch eine wunderschöne Sache. Am schönsten aber ist immer noch querfeldein.
Sie wissen schon, jetzt wackelt's wieder. Es ist eine Fahrt, die ganz besondere Eindrücke garantiert. Ganz oben, hoch im Norden, im Nationalpark Jasmund auf der Insel Rügen. Weiter geht die Reise. Der Nationalpark Hainich erstreckt sich über 75 Quadratkilometer in Thüringen. Genauer gesagt im südlichen Teil des Höhenzuges Hainich. Und Höhe ist hier Programm. War ein wunderbares Erlebnis, die Natur von oben zu sehen. Auch natürlich gerade für Kinder mal die Höhe, dass man irgendwann mal über den Bäumen so steht. Nur Fliegen ist schöner. Hier kommt man den Baumkronen im Hainich ganz nah. Eine Art Spezial-Naturkundeunterricht, besonders für die Stadtmenschen, weiß Ranger Siegfried Ludwig. Blätterkunde hautnah sozusagen. Viele Besucher, die aus großen Ballungszentren kommen oder aus Städten, die haben ja nicht so das Umweltwissen wie wir. Die kennen manchmal nicht mal die Baumarten und das wollen wir eben auch vermitteln. Bäume dafür gibt's hier jedenfalls mehr als genug. Und nicht nur das. Direkt am Nationalpark liegt das Wildkatzendorf Hütsche-Roda. Hier kann man ganz in Ruhe die scheuen Vierbeiner sehen, die man sonst im Nationalpark Hainich eigentlich nie zu Gesicht bekommt. Dabei soll es rund 70 dieser Artgenossen in freier Wildbahn mitten im Nationalpark geben. Und es sollen hier möglichst noch viel mehr werden. Doch einfach ist das nicht. Warum das so ist? Nationalpark-Ranger Dietrich Reiche kann das gut erklären. Der Nationalpark Hainich ist zu klein für eine gesunde Population. Deshalb die Wildkatzenkorridore, damit die auswandern können und andere Katzen hierher finden. Man braucht so etwa 300 Katzen, damit man eine gesunde Population hat. Dafür ist der Hainich zu klein, obwohl es das größte zusammenhängende Laubwaldgebiet in Deutschland ist. Nicht einfach, da den Durchblick zu behalten. Aber wozu gibt es Überwachungstechnik? Natürlich freuen wir uns, wenn der Luchs mal hier erscheint. Aber der ist immer zu faul, quer durchzulaufen. Der geht jetzt so gerne den Wegen lang. Aber ich denke schon, dass man hier... Die Wildkatze kann hierher kommen. Aber vor allen Dingen Reh, Dammwild, Rotwild und Schwarzwild vor allen Dingen. Ja, genau. All das gibt's hier im Nationalpark Hainich. Und das wird das Team um Dietrich Reiche dann später auf den Wildtierkameras auch sehen. Aber besonders wichtig sind, genau, die scheuen Wildkatzen. Eine typische Wildkatzenbewegung ist das wohl nicht. Aber die Kamera reagiert ohnehin auf Wärme im Abstand bis auf 8 Meter. Fertig. Gut. Noch kurz klar gewischt und dann verlassen wir das Wildkatzenteam und schauen kurz an anderer Stelle anderen Nationalpark-Rangern über die Schulter. Die 3 sind in ganz besonderer Mission unterwegs. Das, wonach sie suchen, kann man eigentlich schon von weitem riechen. Hast du einen? Ja, der sieht gut aus. Genau, das. Ein großer Haufen... Ja, oder was ist das bitte? Also wir haben jetzt einen Dunghaufen von einem Pferd. Der ist ungefähr so 2-3 Tage alt. Also hat eigentlich die optimale Konsistenz für so eine Käferbesiedlung. Außen kross und innen saftig, sagen wir immer. Dann sind sie optimal. Ah ja. Nun, dieser Haufen hier zu finden dürfte kein Problem sein. Denn das Land im Nationalpark Hainich ist zwar weit, aber für Haufennachschub wird auf den Weiden hier regelmäßig gesorgt. Aber nochmal, was untersucht man hier eigentlich genau? Wir suchen gezielt die Dungkäfer, also die Mistkäfer sozusagen. Und das ist jetzt ein Frühlingsmistkäfer. Den finden wir relativ häufig tatsächlich. Der will jetzt gleich durchstarten. Man sieht es schon, der fliegt jetzt weg. Genau.
Alles wird genau dokumentiert. Rund 500 Gramm Kot werden abgewogen und dann gezielt durchsucht nach Lebewesen, die sich in den Ausscheidungen von Rind und Pferd entwickelt haben. Wir untersuchen, was hat das für einen Einfluss auf die Natur? Also welche Arten, vor allem Insekten und auch Vögel, Amphibien, welche Arten werden durch diese naturnahe Ganzjahresbeweidung gefördert. Und dieses Dungkäferprojekt ist ein Teil davon, wo wir eben untersuchen wollen, kommen neue Arten hinzu. Um wirklich den letzten Käfer aus dem Haufen rauszuholen, wird noch mal richtig durchgespült. Das ist vielleicht nicht wirklich lecker, aber zumindest rein wissenschaftlich gesehen wertvoll. Mittlerweile hat man sich auch tatsächlich daran gewöhnt. Also das ist dann schon eine spannende Sache. Man ist dann schon wirklich wenn man durch die Weidenflächen läuft, sieht man schon, ach, da liegt wieder ein frischer Kuhhaufen und da liegt ein Pferdehaufen. Ja, da liegt einer. Ich riech nichts, zum Glück. Und die hier sorgen weiter fleißig für Nachschub. Von Zeit zu Zeit wird man hier immer wieder nachschauen, welche Arten von Käfern sich hier heimisch fühlen. Und Sie passen bitte auf, dass Sie nicht in die Haufen treten, wenn Sie hier im Nationalpark unterwegs sind. Obwohl, es soll ja Glück bringen. So idyllisch und traumhaft schön ist es in Nordhessen. Genau dort, wo sich der Nationalpark Kellerwald-Edersee über 77 Quadratkilometer erstreckt. Ein Ausflug in die letzten großen Rotbuchenwälder Mitteleuropas ist hier immer eine Abenteuertour. Erst recht, wenn die zwei Ranger Joshua Backes und René Prochnow das Zepter übernehmen. Da werden wir beim Packen noch entscheiden müssen, was brauchen wir wirklich, was nehmen wir mit, was lassen wir vielleicht hier. Deswegen wollen wir gerne, dass so Geräte wie Handys, Uhren, also hier, das wird auch noch abgeschlossen. Alles, was uns irgendwie einen Kontakt nach Hause oder zur Zeit oder sonst was ermöglicht, dass wir die hier lassen. Trinkflaschen alle voll? Dann geht's jetzt auf in die Wildnis. Und das ist im Nationalpark Kellerwald-Edersee wahrlich kein leeres Versprechen. Der Weg ist eigentlich nur noch begehbar, weil wir hier lang laufen, weil sonst wäre das hier alles zugewuchert. Wir wollen ja hier Wildnis vermitteln und Wildnis sieht nun mal so unordentlich aus, unaufgeräumt und man muss halt auch mal wo drüber klettern. Ich denke, das macht ja auch am Ende des Tages eigentlich Spaß. Ja, doch manchmal wird's schwer. Dann lieber absetzen und dann helfen wir. Gewusst wie ist das Motto. Warte, ich muss hier auch meine Affenschaukel. Ich bin nämlich auch nicht so der... Ui. So. Weil das war so eine Ecke, vor 2 Jahren war die noch komplett offen. Das ist alles dann wegen eines Sturms umgekippt. Jetzt sieht es hier halt kunterbunt aus. Mikado sagen wir immer dazu. Ja, passt. Der Spaß an der Wildnis zehrt an den Kräften. Ah, ich hab's an meinem Arm. Oh, meine ganzen Beine vorne. Meine auch. Hier, bei mir tut's hier und hier. Ah, nicht dran denken. Ist gut für die Durchblutung, habe ich gehört. Jetzt habt ihr den Ranger drauf, wie er die Pflanzen kaputt haut. Gucken, ob ich nächstes Jahr noch hier arbeite. Das bleibt zu hoffen, denn ohne Ranger ist man hier in der Wildnis hilflos verloren. Es ist schon wirklich Wandern auf Wildniswegen, kein Spaziergang. Es ist irgendwie schon ein riesiger Abenteuerspielplatz mitten in der Natur. Man muss nicht immer irgendwo weit wegfliegen, um spannende Dinge zu sehen, sondern man hat ganz viel vor der Haustür. Klingt wirklich echt. Kompliment. Doch wenn man viel Glück hat, hört man hier im Nationalpark auch den echten Kuckuck rufen. Irgendwo jedenfalls soll er hier sein. Noch ein Tipp, falls Sie doch einmal allein auf dem rund 70 Kilometer langen Urwaldsteig rings um den Edersee im Nationalpark unterwegs sein sollten, egal ob im Sommer oder Herbst, hören Sie bitte auf den Kuckuck und nicht auf Ihr Navigationsgerät. Das nämlich hat ein Paketfahrer-Neuling im März 2025 leider nicht getan. Zum Kuckuck nochmal.
konnten uns zunächst gar nicht vorstellen, dass hier ein Auto hingekommen ist und das dann auch noch ins Herz des Nationalparks gefahren ist, in einen der wertvollsten Wälder, die man weit und breit finden kann, an einer Stelle, die eigentlich Urwaldsteig sein soll, also urig, schmal, über Stock und Stein. Das war unglaublich. Allerdings, rein in den Nationalpark ging's scheinbar irgendwie noch gerade so. Raus hingegen war dann allerdings wohl nicht mehr möglich. Fremde Hilfe war gefragt. Deswegen haben wir zunächst die Feuerwehr benachrichtigt. Die hat über die Leitstelle logischerweise das Technische Hilfswerk dazugeholt, weil die technische Finessen parat haben. Und es wurde sogar darüber diskutiert, ob wir hier einen Hubschrauber einsetzen müssen. Irgendwie hat man es dann doch ohne Hubschrauber geschafft und auch die Pakete wurden noch zugestellt. Gerade noch mal gut gegangen. Zeit für eine Abkühlung. Am besten gleich hier im Edersee. Da kann man sich zumindest nicht versegeln oder verfahren. Oder vielleicht doch? Naja, am besten man behält das Ufer in Sichtweite. Dann ist ein Ausflug im Nationalpark Kellerwald-Edersee immer ein ungetrübtes Vergnügen. Willkommen in der besonderen Welt der schroffen Sandsteinfelsen. 94 Quadratkilometer voller bezaubernder Ausblicke. Jede Menge bizarre Gesteinsformationen, durchzogen von tiefen Schluchten. All das und vieles mehr ist der Nationalpark Sächsische Schweiz. Vor allem aber ist er eines: ein Paradies für Kletterer. Sprich, groß Reine machen ist regelmäßig angesagt. Das übernehmen sogenannte Felsenpaten. Der Grund ist klar. Wenn es so bleiben würde, dann könnte man natürlich in ein paar Jahren gar nicht mehr klettern. Also muss was passieren und wer anderes sollte das tun, das Ganze ein bisschen in Schuss halten, außer die Kletterer selbst. Das geht schon viele Jahre so, dass Kletterer ihre Gipfel in Schuss halten. Regelmäßig wird hier abgefegt und alles, was beim Klettern stören könnte, einfach weggeschrubbt. Und so geben die Kletterer selbst ihren Felsen den alten Glanz zurück. Dann ist der Weg nach oben wieder frei von Schmutz und blitzeblank. Und es heißt, auf zu neuen Kletterabenteuern, mitten im Nationalpark Sächsische Schweiz. Genau das dachten sich wohl vor einiger Zeit auch die beiden Bergsteiger Damian Jörren und Stefan Junghans. Beide sind nicht nur begeisterte Kletterer, sondern hatten vor einigen Jahren auch das sogenannte Slacklinen für sich entdeckt. Eine enorme sportliche Herausforderung, in der auf einem Kunstfaserband zwischen zwei Punkten balanciert werden muss. Eine Bewegung aus der Komfortzone heraus. Also die Komfortzone heißt, ich wandere, ich setze mich an den Fels ein bisschen und schaue rum, das ist die Komfortzone. Und sich da jetzt hochzugehen und auf das Band draufzugehen, das ist definitiv aus der Komfortzone raus. Aber das ist halt auch die Möglichkeit, wo man Erfahrungen sammeln kann. Wenn dann das Ganze auch noch in großer Höhe, wie hier in der Sächsischen Schweiz stattfindet, nennt sich das Ganze Highlinen. Stefan Junghans macht den Anfang. Ich kann einen guten Tag haben, wo ich denke, boah, alles toll, das macht hier Spaß. Und es gibt Tage, wo ich einfach überhaupt nicht richtig so drauf bin. Ein Kraftakt in schwindelerregender Höhe. Probier es noch einmal und dann. Wird es ihm jetzt gelingen? Erzwingen kann man es nicht.
Scheitern gehört dazu. Also das ist Teil des Spiels in Anführungsstrichen und das ist auch nichts Negatives, sondern es ist eher wichtig, aus diesem Scheitern heraus neue Kraft zu schöpfen und eine gewisse Motivation zu entwickeln und sich eben der Herausforderung zu stellen. Die Schrammsteine hier im Nationalpark sind der perfekte Ort für eine solche Herausforderung. Ein Nervenkitzel in einer faszinierenden Kulisse. Damian Jörren ist bereits seit Jahren ein weltbekannter Highliner. Der Balanceakt hier in der sächsischen Schweiz verlangt ihm alles ab. Zentimeter um Zentimeter geht er voran. Es ist ein atemberaubender Anblick. Eine extrem sportliche Leistung in schwindelerregender Höhe. Von einem Felsen zum anderen. Es ist einfach unglaublich. Was für ein beeindruckendes Gleichgewichtsgefühl. Jedes Projekt ist einzigartig und das Gesamtpaket bleibt auf jeden Fall im Kopf. Also es ist jetzt nie so wie ich gucke mir jetzt einen Kinofilm an und nächste Woche weiß ich schon gar nicht mehr, worum es ging. Sondern das ist prägend und das bleibt im Kopf und man kann sich vielleicht nicht mehr an alle Details erinnern, aber die Line an sich, das ist abgespeichert bis sonst wann. Als schönes Erlebnis. Ein Erlebnis ganz anderer Art ist die Bastei. Oder auch viele andere normale Fußwege entlang der Gesteinsschluchten im Nationalpark Sächsische Schweiz. Und derjenige, der dann doch nicht ganz so schnell hoch hinaus will, der muss noch nicht einmal laufen, sondern setzt sich ganz einfach in die historische Kirnitztalbahn. Und dann geht's in ruhiger Fahrt vielleicht zum Lichtenhainer Wasserfall. Doch ganz egal, ob Naturschauspiel oder Nervenkitzel in den Sandsteinfelsen, im Nationalpark Sächsische Schweiz gibt es vieles zu entdecken. Dicht wachsende Tannen und Fichten gibt es im Nationalpark Schwarzwald ebenso wie Hochmoore. All das und vieles mehr finden sich auf rund 100 Quadratkilometern. Ein Meisterwerk der Natur, welches es zu entdecken gilt. Am besten mit dem Blick durchs Objektiv, dachte sich der junge Naturfilmer Simon Strettger. Das Filmen ist einfach eine tolle Art und Weise, die Welt zu entdecken und auch die Welt mit einem neuen Auge wahrzunehmen. Man sieht viel mehr, wenn man mal auch die Dinge durch eine Kamera geschaut hat. Und das tat der junge Naturfilmer ausgiebig und abseits der Erlebnispfade im Nationalpark. Ich finde, in der Natur ist es immer schön, also egal was für ein Wetter ist. Ich meine, selbst wenn es regnet, kannst du schöne Makroaufnahmen von den Blättern machen oder wie eine Ameise hochfliegt, wenn ein Tropfen aufs Wasser fällt oder sowas. Das Coole ist halt hier, dass man irgendwie bei jeder Stimmung, bei jedem Wetter was Schönes einfangen kann. Ich wohne nicht weit von hier und trotzdem kannte ich den Nationalpark vor dem Filmprojekt noch kaum. Ja, ich finde, man lernt seine Heimat irgendwie besser kennen, wenn man einen Film über seine Heimat macht. Ich musste auch irgendwie reisen, um festzustellen, wie schön es zu Hause auch ist und wie ähnlich es teilweise auch in Neuseeland, in einem Nationalpark und im Nationalpark Schwarzwald sein kann. Natur, Natur sein lassen. Das ist das weltweite Nationalpark-Motto. Und das zahlt sich aus und lädt ein zu etwas ganz Besonderem. Im Nationalpark Schwarzwald gibt es spezielle Orte zum Übernachten. Die findet man per GPS-Ortung, sogenannte Tracking-Camps. Auf extra dafür errichteten Holzdecks lassen sich die mitgebrachten Zelte aufstellen. Und so kann man dann im Wald übernachten.
Wir gehen einfach gern zelten, weil es einfach ein schönes Gefühl ist, die Natur zu erleben. Wenn es richtig trocken ist, kann man auch das Überzelt wegmachen, kann man die Sterne gucken. Und das ist halt schon was Besonderes. Bis die Sterne hier aufleuchten, dauert es wohl noch eine Weile. Und so kommt die Zeit für diese beiden Herren. Sie sind auf der Suche nach einem seltenen Tier, welches auch im Nationalpark Schwarzwald anzutreffen ist. Allerdings nur mit viel Glück und Geduld. Entscheidend sind vor allem die Wahl des richtigen Platzes und ein gut getarntes Versteck. Und dann, wupp, ist man eigentlich schon fast weg. Jetzt wird es spannend. Warum versteckt er sich gerade hier? Das ist ein Top-Platz. Der hat alles, was so ein Auerhuhn braucht. Da sind Heidelbeeren drin, da sind Latschenkiefern drin, also Nahrung für Sommer und Winter. Es sind Altbäume drin, auf denen er aufbaumeln kann, also sich ausruhen und schlafen kann. Das sind Ameisennester, wie gesehen, für Küken, ideale Nahrung. Im Grunde das Paradies für Auerhühner. Ja. Dann warten wir jetzt mal. Ja, bin gespannt, ob er kommt. Ja, das sind wir auch. Und dann tut sich tatsächlich was. Ein Prachtexemplar und offensichtlich auch noch auf der Balz. Besser hätte man es sich nicht wünschen können. Ist das jetzt ein besonderer Augenblick? Ja, das ist eigentlich extrem spannend. Auerhühner sind ja sowieso schon relativ selten, aber sie dann am Balzplatz noch zu sehen und so gut quasi ins Bild zu bekommen, ist natürlich spitzenmäßig. Doch hier gelingen diese seltenen Tieraufnahmen. Obwohl es auch im Nationalpark nur wenige dieser vom Aussterben bedrohten Tiere gibt. Die lichten Nadelwälder sind für die Auerhühner ein optimaler Lebensraum. Und den versucht man hier im Nationalpark den seltenen Vögeln anzubieten, möglichst abseits der Wanderwege. Ein kleiner Teil des Nationalparkes Hunsrück-Hochwald liegt im Saarland, der große Rest in Rheinland-Pfalz. Es ist der jüngste Nationalpark. Erst im Jahre 2015 wurde er gegründet. Seitdem heißt es jedes Mal, wenn der Morgen erwacht, auf in die Natur. Dr. Harald Egedi ist von Anfang an der Leiter des Nationalparks. Sein treuer Assistent, Alfie, der Amtshund. So, komm, jetzt gehen wir mal zur Arbeit. Und los geht's. Dackelrentner Aki bleibt zu Hause, im Gegensatz zu Alfie. Der ist immer mit dabei. Der weicht mir nicht von der Seite. Er ist wirklich so das sensibelste, das anhänglichste Wesen, was ich jemals hatte. Aber es ist auch schön. Eine innige Beziehung haben die beiden. Bereits seit dem Welpenalter fährt Alfie immer mit zur Arbeit aufs Nationalparkamt. Mittlerweile ist Alfie ein erfahrener Beamter, sozusagen im gehobenen Alter. Das merkt man schon, dass der Hund dann auch ein bisschen ruhiger wird. Aber im Wesen ist er immer noch so ein bisschen das kleine Baby oder das junge Tier. Immer noch nach wie vor verspielt. Im Nationalparkamt kennt man sich. Logisch, Amtshund Alfie geht hier ein und aus. Alfie kennt alle zweibeinigen und auch die vierbeinigen Kolleginnen. Er ist eigentlich sehr ruhig, auch bei größeren Besprechungen, aber er geht dann schon mal von Person zu Person und er merkt auch, wenn, sagen wir mal, eine spannungsgeladene Gesprächssituation ist, dann stupst er hier und da mal mit der Nase an, dann wirkt er da in der Tat ein Stück weit ausgleichend und hilft uns ein Stück weit bei der Arbeit. Ja, wir gehen jetzt. Ja, komm. So. Am liebsten aber sind Alfie und Harald Egedi draußen in der Natur. Vom höchsten Gipfel in Rheinland-Pfalz, dem Erbeskopf, hat der Nationalparkleiter den besten Ausblick über sein Revier. Dabei geht ihm vieles durch den Kopf.
Es ist immer mehr Neugierde, muss ich sagen. Wir haben anfangs gedacht, wir können einen schönen Plan erstellen und dann wissen wir genau, was in den nächsten Jahren sich alles abspielen wird. Und es sind jetzt solche spontanen Veränderungen, wo wir immer wieder schauen müssen, was tut sich. Nahezu jede Woche, wenn man mal rausfährt, sieht man eine neue, eine andere Situation. Und dieses Herausfordernde hält einen ständig auf Trab, aber hält einen auch munter. Ein Teil des Fichtenwaldes ist abgestorben durch Borkenkäfer und Trockenheit. Und man sieht, selbst so ein Abgestorbener wirft hier Schatten. Hier ist es windstiller als auf einer geräumten Fläche. Ich habe alle Nährstoffe, die weiterhin da sind. Hier vorne ist ein Wurzelteller umgebrochen, dahinter hat sich eine Pfütze gebildet. Der Mineralboden ist freigelegt, was wieder eine ganz andere Ansamungsbedingung gibt. Und wir werden dann Stellen haben, wo schnell der Folgewald kommt und andere Stellen, wo es eine Weile dauert. Heißt aber, auf der langfristigen Zeitachse werden wir ganz unterschiedliche Waldstrukturen haben, zwischen Jung und Alt und eben nicht aus einem Guss in Reih und Glied, sondern mit einer ganz anderen Vielfalt. Erste zarte Triebe durchdringen bereits das Dickicht. Neues Leben entsteht hier direkt neben totem Holz. Die Natur breitet sich aus, ohne Zwang und Regulierung. Das ist es, was einen Nationalpark ausmacht und zugleich eine große Herausforderung. Also ich habe gemerkt im Laufe der Jahre, man kann das nicht nur als Job betrachten, sondern es ist eine Lebensaufgabe und es gibt auch keine ruhige Minute, wo man sagt, jetzt blende ich das mal aus. Also es ist schon ein Stück weit Lebensinhalt. Für Amtshund Alfie und sein Herrchen ist so ein Gang durch den Wald immer ein Erlebnis. Immerhin, etwa ein Viertel der Wälder im Nationalpark Hunsrück-Hochwald sind älter als 100 Jahre. Die Oder. Der Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen ist Teil des Nationalparkes Unteres Odertal. Am Ufer gibt es saftige Wiesen und Weiden. Und über den Fluss selbst kommt so mancher seltene Gast in den Nationalpark. Ja, tatsächlich, eine Robbe. Die gehört hier aber eigentlich gar nicht hin. Man trifft sie hauptsächlich in Nord- oder Ostseenähe. Bleibt die Frage, wie konnte es dazu kommen? Ein Erklärungsversuch. Wir sind in der Nähe der Ostsee, dass die Tiere auch mal in die Mündungsgebiete reinwandern, mal schauen, hier auch kürzere Zeiten verbringen, jagen und das Gebiet dann aber auch wieder verlassen. Eine genaue Erklärung, warum jetzt dieses Tier jetzt hier ist, habe ich aber nicht. Tja, gut. Aber es scheint auch sonst kein weiter zu stören, dass hier eine Robbe liegt. Das Besondere an der Oder hier im unteren Odertal ist ja, dass eben der Fluss hier unverbaut ist und es eben keine Querbauwerke gibt, keine Wanderungshindernisse für sowohl wandernde Fischarten, aber eben auch solche seltenen Gäste wie eine Robbe. Das klingt plausibel. Und irgendwann ist sie wieder verschwunden. Zurück in die Ostsee. Und wir haben noch etwas gefunden, was es hier im Nationalpark Unteres Odertal mal gab und gerade nicht mehr gibt. Er hat sich vorgenommen, das zu ändern. Fischer Lutz Zimmermann will mithelfen, den Stör wieder im unteren Odertal anzusiedeln. Deshalb betreibt er seit einiger Zeit eine Art Störkindergarten. Jährlich sind es 25.000 kleine Störe, die hier heranwachsen. Ist die Zeit gekommen, werden sie in die Oder gelassen. Was ich jetzt noch nicht habe, Lutz, das sind meine Gummistiefel. Das macht nichts, wir gehen etwas weiter rein. Lass mich zuerst ran. Ganz egal, ob mit oder ohne Gummistiefel, Dr. Jörn Gessner vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie begleitet diesen wichtigen Schritt. Seit ca. 70 Jahren sind die Störe aus der Oder einfach verschwunden. Die große Hoffnung ist nun, dass der Stör hier wieder heimisch wird. Man muss wissen, die kleinen Störe sind muntere Gesellen. Die ersten Jahre verbringen sie im Fluss, an ihrem Geburtsort. Dann ziehen sie Richtung Ostsee und kommen erst nach 15 bis 20 Jahren zurück, wenn sie geschlechtsreif sind. So.
Schauen wir mal. Auf die Tour macht weit. Ja. Kann's losgehen? Jo. Dann lass uns. Okay. Na dann, auf geht's. So, und ihr macht das mal gut und kommt als möglichst große Fische in 20 Jahren wieder. Sehr schön. Ich verschwinde wie eine Eins. Dann hoffen wir mal, dass das auch so funktioniert. Ja, leider Gottes ist es so, dass der Fischbestand in der Oder wie eigentlich überall in den Gewässern in Brandenburg nachlässt. Und da sind wir ganz froh, dass wir hier vielleicht eine Art gefunden haben, um wieder ein bisschen Ausgleich zu schaffen. Und das ist schon ein bisschen traurig, sage ich mal, wenn man sich davon verabschieden muss, weil es ist ja eine sehr intensive Aufzucht sozusagen. Und wenn dann der Trennungsschmerz kommt, ja, das ist schon emotional. Der Stör gehört ursprünglich in diesen Lebensraum hinein. Und insofern ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich nur unsere Schuldigkeit getan haben, das wieder hier zu versuchen anzusiedeln, was ursprünglich sowieso hierher gehört hat. So übrigens sieht ein ausgewachsener Stör aus. Klein und zierlich ist das nicht mehr. Der größte Stör, der in Deutschland tatsächlich aktenkundig geworden ist, ist ein Fang aus der Unterelbe mit 5,40 Meter und 800 Kilo. Die haben detailliert aufgeführt, wie groß der Kopf, 120 Pfund alleine der Kopf von dem Fisch, jede von den Bauchlappen irgendwie mit über 60 Pfund. Also das sind gigantische Fische gewesen, die in die Flüsse reingekommen sind. Wenn die ersten Angler dann hier reingezogen werden, dann werden wir uns wieder sehen. Das Gute ist, man muss keine Angst haben, dass man von den Burschen gebissen wird. Zähne haben sie keine. Das Einzige, worauf es hinausläuft, sind eigentlich große Knutschflecken, weil mehr passiert dann nicht. Ja, das klingt beruhigend. Nur für den Fall, dass man hier im unteren Odertal doch mal auf einen ausgewachsenen Stör trifft. In circa 20 Jahren etwa. Umrahmt von Flüssen und Seen liegt die Eifel. Und der gleichnamige Nationalpark im Mittelgebirgsraum von Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es jedes Jahr im Frühjahr in einem Nationalparktal etwas Einmaliges zu erleben. Die gelbe Pracht. Dieses Perlbachtal, gerade jetzt im Frühjahr mit den Narzissen, ist einfach ein Highlight. Man wünscht sich Farbe im Frühling und mit diesem leuchtenden Gelb, wer keine gute Laune hat, verstehe ich nicht, muss man einfach bekommen. Es ist ein strahlendes Gelb, soweit das Auge reicht. Hier haben wir die Narcissus pseudonarcissus. Das ist die eigentliche Wildform, die also von Frankreich, Belgien zu uns rüberschwappt. Und wir sind so das östlichste Ausbreitungsgebiet, wo eben die Narzisse noch vorkommt. Aber wir haben also circa 3 Millionen Narzissen im Tal selber. Diese Narzisse, die wird doch immer mehr. Man sieht doch, dass also wirklich ein Zuwachs ist. Es ist ein nahezu magischer Ort, wenn im Perlbachtal die Narzisse blüht. Hier ist Hermann Josef Backes seit gut 30 Jahren Wanderführer und stets aufs Neue von der Narzisse fasziniert. Und die Narzisse selber hat sich so ein bisschen einen Trick einfallen lassen. Die hat also ein schweres, großes Samenkörner und hat daran ein kleines Anhängsel. Dieses Anhängsel ist reines Eiweiß und die Ameisen sind diejenigen, die dann mit dem Samen losschleppen und verbreiten so die ganzen Narzissen überall durch die Gegend. Und somit werden es immer mehr Narzissen. Diese Narzisse gibt es nirgendwo in ganz Deutschland. So massiv, dieses goldgelbe Blütenmeer, werden Sie nirgendwo mehr so schnell entdecken können. Das gibt es nur im Perlbachtal, im Nationalpark Eifel. Doch das ist längst nicht alles. Hier gibt's noch einiges mehr. Dafür lohnt es sich, auf die Dunkelheit zu warten. Na, haben Sie schon eine Ahnung, um was es hier gehen könnte? Gespannte Netze mitten im Wald? Gut, ich verrat's Ihnen. Heute gibt es im Nationalpark die Fledermaus-Inventur. Deswegen freuen wir uns natürlich immer besonders, wenn wir eher die Arten fangen, die auch für die alten Wälder stehen. Zum Beispiel die Bechsteinfledermäuse oder kleine Abendsegler oder solche Arten. Aber erstmal wäre es schön, wenn wir überhaupt was bekommen heute. Na, da sind wir gespannt. Genauso wie die Fangnetze. Nun muss es nur noch dunkel werden. Und
Und schon geht der erste Fluggast ins Netz. Ja, schnapp sie dir. Sehr gut. So, müssen wir schon mal nicht ohne Fledermaus nach Hause gehen. Das wäre der erste Gast des Abends. Scheint ein Weibchen zu sein. Ich würde es auch als trächtiges Tier bezeichnen. Regelmäßig wird der Fledermausbestand im Nationalpark untersucht und genau dokumentiert. So weiß man ziemlich genau, welche Arten hier leben. Ich wäre dann doch sehr verbunden, wenn du mich nicht beißen würdest. Einen kleinen Fledermaus-Gesundheitscheck gibt's gleich noch obendrauf. Links eine Milbe, Flughaut okay. Gemessen wird auch Gewicht und verschiedene Körpergrößen. Diese Daten werden im Nationalpark bereits seit mehreren Jahren erfasst. Insgesamt 18 verschiedene Fledermausarten konnten bisher nachgewiesen werden. Gerade eben die Wälder, die besonders viel Totholz haben und sich frei entwickeln können, haben meist dann auch mehr Insektenarten, mehr Strukturen, sodass auch mehr Fledermausarten dann hier Nahrung finden können. Spät am Abend geht dem Biologenteam vom Nationalpark noch ein besonderer Fang ins Netz. Eine Fledermaus, die bereits auf den ersten Blick etwas anders aussieht als ihre Artgenossen. Genau, da haben wir jetzt das große Mausohr. Und das ist auch die größte Fledermaus, die wir hier haben. Auch vor denen habe ich schon so ein bisschen Respekt. Ja, von denen möchte man nicht so gebissen werden. Ich finde, das sind tolle, beeindruckende Tiere. Ne? Ich freue mich immer, wenn ich so eine in der Hand habe. Und es kommt noch besser. Mit dem nächsten Fang. Eine Langohrfledermaus. Fliegende Osterhasen. Genau. Die Bilanz der Nacht: 11 Fledermäuse. Darunter diesmal allerdings keine neuen seltenen Arten. Na dann, guten Flug. Ach ja, eins noch. Wenn es im Nationalpark Eifel dunkel wird, müssen Sie nicht unbedingt nach Fledermäusen Ausschau halten, sondern Sie können auch ganz einfach in den Himmel gucken. Wenn Sie wollen, auch mit allerlei technischen Sehhilfen. Denn das lohnt sich hier ganz besonders. Vielleicht sind ja sogar ein paar Feuerbälle dabei, die habe ich in der Vergangenheit schon mal gesehen. Also wirklich sehr, sehr helle Sternschnuppen, richtig mit einem Schweif hinten dran, Funken wegsprühen. Das ist einfach jedes Mal schön. Eine besondere Atmosphäre, wo man einfach an so einem schönen, lauen Sommerabend unter einem freien Himmelszelt liegen kann und einfach die Nacht genießen kann. Seit 2019 ist der Nationalpark Eifel auch als internationaler Sternenpark anerkannt. Hier gibt es eine klare, freie Sicht auf den Nachthimmel, der wirklich auch noch richtig dunkel ist. Nur die Sterne strahlen hell. Bis jetzt habe ich schon 16 Sternschnuppen zählen können. Es waren aber wahrscheinlich noch viel mehr dabei, die ich nur so im Augenwinkel dann gerade so wahrgenommen habe. Wer weiß, vielleicht gehen ja auch die Wünsche in Erfüllung. Wer sollte auch daran zweifeln, bei diesem Anblick? Der Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer ist eigentlich ganz viel mehr, also Wattenmeer. Und ein paar Inseln. Die größte heißt Neuwerk. Hier gibt es auch Menschen, die hier leben. Und Tiere sowieso. Und manchmal kommen noch mehr Menschen mit dem Schiff auf die Insel Neuwerk. Dann wird es etwas enger hier und die Wattwagenkolonnen etwas länger. Alles kein Problem für Wattwagenfahrerin Tina Fock. Da, wo ich hinfahre, weiß ich schon ziemlich genau, dass das da fest ist. Kann natürlich überall mal ein bisschen matschiger sein, aber zu 99% sollte ich mir da schon sicher sein. Wir sind ja nun mal hier in der Natur mit Pferden unterwegs und mit Menschen. Klimaeinflussfaktoren gibt es dann bald auch nicht mehr, ne? 12 Kilometer lang ist der Weg durchs Hamburgische Wattenmeer, bis man nach etwa einer Stunde Fahrzeit hier auf der Insel Neuwerk ankommt. Ute Albrecht-Rose ist einer der wenigen Menschen, die ständig auf der Insel leben. Und hier bewirtet sie nicht nur ihre Gäste, sondern kümmert sich um vieles mehr, was sonst noch so anfällt. Da ich immer mindestens 3 Sachen gleichzeitig mache, backen hinter mir die Brötchen auf, da kommen gleich die Croissants rein. Und hier backe ich dann auch noch frische Waffeln für die Gäste.
Der Puderzucker dafür kann hier schon mal feucht werden. Hat mich mal neulich einer gefragt, was ist das für eine tolle Erfindung? Wo hast du den her? Den mache ich selber. Der ist mir mal hart geworden. No? Das ist einfach, ja, ist der Puderzucker hart geworden, dann raspel ich den jetzt. Den tust du nicht weg. Drüben hättest du den jetzt wahrscheinlich weggeschmissen und hättest dir im Laden neuen geholt. Und das machst du hier nicht. Das Leben auf der Insel läuft nach anderen Regeln. Sehr viel ruhiger, gewöhnungsbedürftig. Ich bin hier eine Woche hier. Länger hält man das nicht aus, ne? So einsam. Nun, das ist wohl Ansichtssache. Das Leben rings um den alten Wehrturm im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer kann auch Heimat sein. Das ist ein bisschen ab von der Welt. Ne? Aber also mit diesem Alleinsein, Abgeschiedenheit komme ich gut klar. Für mich ist die Insel Heimat. Ich fühle mich hier zu Hause, ich fühle mich hier wohl. Hier kann ich die Ute sein, die ich auch wirklich bin. Ute Albrecht-Rose hat bereits auch als Rangerin im Nationalpark gearbeitet. Jetzt kümmert sie sich um Urlauber auf Neuwerk, inklusive Gepäcktransport, allerdings ohne Auspacken. Das machen die Gäste selber. Ich könnte ja nett sein, aber es ist mir zu schwer. Die MS Flipper bringt und holt nicht nur Inselurlauber, sondern auch sonst alles Übrige. Ich will euch Paket hier, Kisten bringen. Morgen kommt Obst und Gemüse. Jason, kannst du das mit? Morgen kommt Obst und Gemüse und dann nimmt ihr wieder Leergut mit. Ja, alles klar. No? Alles klar, danke dir. Alles muss schnell gehen. Niedrigwasser droht. Und wenn die Leute drauf sind, dann geht das wieder los. 10 Minuten. Dann heißt es ablegen. Zurück Richtung Cuxhaven. In Neuwerk hingegen muss jetzt die Post verteilt werden. Jetzt heute habe ich alles bei mir hinten auf dem Anhänger drauf und guck gleich mal, was ich gebrauchen kann und was ich weiter verteile. Das für mich. EWE. Hier geht Hand in Hand, einer hilft dem anderen. Elektrokarren sind die Fortbewegungsmittel auf der Insel. Richtige Autos gibt es hier bis auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel Krankenwagen, nicht. Verboten. Das Straßennetz ist ohnehin übersichtlich. Aber trotz allem, die Post kommt immer an. Irgendwann. Sommer. Was hast du denn bestellt? Die schönen Bücher von Neuwerk. Tja, wie sagt man so schön? Gezeitenabhängig. So ist das Leben hier im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer. Rings um das Wahrzeichen der Insel Neuwerk der alte Wehr- und Leuchtturm von 1310, 45 Meter hoch. Wer hier hochkommt, findet Zeit für etwas Ruhe. Wenn dann so ganze Tagesgäste da sind, auf dem Sonntagabend, dann ist die Insel erst so ganz schwer im Watt. Und dann fährt das Schiff und dann merkst du richtig, wie es plopp macht. Und die Insel kommt hoch, alle Gäste weg, alle Insulaner trinken ein Glas Wein und dann ist gut. Ja, so soll es sein. Das geruhsame Leben auf Neuwerk im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer. Der Nationalpark Berchtesgaden ist der einzige Alpennationalpark Deutschlands. Imposante Berge umgeben den malerischen Königssee. Ein wirklich beeindruckendes Alpenpanorama. Das normale Alpenrind jedoch beeindruckt das allerdings überhaupt nicht. Wir sind jetzt zum ersten Mal draußen nach dem langen Winter und freuen sich natürlich auch alle. Wahrscheinlich, wenn wir nachher in der Saalitzalm werden jetzt einmal alle mit allen Vieren hochspringen. Aber man merkt schon, ein paar wissen schon, die gehen schon freiwillig aufs Boot, fahren noch ein bisschen skeptisch. Auf jeden Fall spannend. Wenn die Rinder nach dem Winter auf die Alm sollen, müssen sie aufs Boot. Auch Christina Frangen. Für sie ist der Nationalpark der perfekte Ort, um einmal einen Sommer auf einer Alm zu verbringen. So richtig als Sennerin. Die junge Frau aus der Eifel hat sich damit vor einiger Zeit einen lang gehegten Traum erfüllt. Von Anfang an ist sie mittendrin und muss mit Hand anlegen. Doch Obacht,
Auch Almrinder können störrisch sein. Dass sie nicht abhauen. Ja, soll ich mich einfach mal ein bisschen prophylaktisch Ja, da vorne, stellen? du da vorne auf, ja. Bis die zweite Fuhre hier ankommt, soll Christina die Rinder in Schach halten. Keine leichte Aufgabe, gleich zum Anfang. Man kennt halt die Kühe nicht. Das bleibt, da muss man hier erstmal so eine Woche eingewöhnen drinnen. Sonst zu Hause weiß ich schon sofort, wer die Kandidaten sind, wer man gerne abhaut. Und hier muss man sie erstmal kennenlernen und wird. Ich glaube, da mache ich mir die wenigsten Sorgen drüber. Das Ziel ist die Fischunkelalm am Südufer des Obersees auf 620 Metern Höhe. Hier mitten im Nationalpark werden auch die Rinder die nächsten Monate zu Hause sein. Und natürlich auch die Neusennerin aus der Eifel. Christina bekommt zum Angewöhnen schon mal gleich eine bayerische Spezialität serviert. Ich glaube, ich habe mir echt schon ein schönes Paradies hier ausgesucht. Schöner kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, daheim beneiden mich auch gerade alle, dass sie nicht mit hier sein können oder es auch nicht machen können. Und ja, nee, schöner kann es, glaube ich, echt nicht sein. Am nächsten Morgen geht's gleich früh los. Bereits um 6 Uhr müssen die Tiere auf eine höher gelegene Weide getrieben werden. Doch nicht alle Vierbeiner sind bereit, den steilen Aufstieg mitzumachen. Vor dem Stier habe ich schon ein bisschen Respekt, weil der guckte schon so ein bisschen böse und den Blick kann ich ja immer nicht so einschätzen. Also da kann ja alles passieren, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. So vergeht die Zeit. Im Sommer ist hier Hochsaison. Touristen erobern den Nationalpark und auch die Fischunkelalm. Viele Besucher wollen Speckbrot, Käsebrot, Bier oder Milch. Gut fürs Geschäft. Auf der Alm geht's Schlag auf Schlag. Ich glaube, Sie waren noch ganz vor. Kommt gleich. Alles klar. Bitte schön. Das reicht. Ist ein bisschen voll geworden. Käse und Speck kriegen Sie. Genau. Ich habe Ihre Buttermilch. Und ich finde es manchmal ein bisschen schade, wenn man nicht mehr Zeit dazu hat, mit den Leuten ein bisschen zu ratschen. Und so ein Ratsch mit der Sennerin, finde ich, gehört immer dazu, wenn man auf der Alm ist. Und wenn man dann hier nur noch fast Massenabfertigung hat, dann ist es manchmal ein bisschen traurig, wenn man so viele Leute hat und man hat am Ende des Tages doch mit gar keinem irgendwie richtig gesprochen. Doch irgendwann sind die Touristen wieder weg. Und Christina hat endlich einmal Zeit, um die wundervolle Natur zu genießen. So schnell wie der Sommer kam, ist er auch schon wieder vorbei. Und damit ist die Zeit auf der Alm. Wie es begann, so endet es. Mit einer Bootsfahrt über den Königssee. Für Christina ist die Zeit als Sennerin im Nationalpark Berchtesgaden vorüber. Ein bisschen sprachlos, genau. Muss ein bisschen. Nein, bleib hier. Gucken, dass mir keine Tränen fließen, aber ja, jetzt ist gleich vorbei. Vergessen wird Christina die Zeit auf der Alm wohl nie. Auch weil manches doch anstrengender war als zuvor gedacht. Der Nationalpark Harz erstreckt sich von Niedersachsen bis Sachsen-Anhalt über 247 Quadratkilometer. Ein großzügiger Lebensraum für viele Tierarten und eine nahezu mystisch anmutende Landschaft. Kein Wunder, dass man sich hier jede Menge geheimnisvoller Sagen erzählt. Der wohl bekannteste Ort im Nationalpark ist 1141 Meter hoch. Der Brocken. Und der ist zumeist eingehüllt in dicken Wolken.
Und genau dorthin, auf den Brocken, kommt man auf vielen Wegen. Zum Beispiel mit der Brockenbahn. Fahren wir doch einfach mal mit. Am besten dort, wo so richtig Dampf gemacht wird. Wohl dem, der hier arbeiten darf. Ich habe es im Radio gehört, dass Heizer gesucht werden. Und dann habe ich mich halt beworben. Dann hat er das große Glück, genommen zu werden. Und jetzt hat er einen Arbeitsplatz mitten im Nationalpark Harz. Nicht selten fährt er bei Sonnenschein unten los und kommt dann mit seiner Bahn nach und nach in den Schnee. Als Heizer auf der Dampflok der Brockenbahn zu fahren, wie fühlt sich das an? Das war eine starke Umstellung. Ich war vorher in der Altenpflege. Das ist natürlich ganz was anderes. Und da waren die ersten Wochen, da habe ich das schon gemerkt in den Schultern. Aber jetzt mittlerweile, das ist ja alles eine Sache der Übung. Und das klappt ganz gut. Doch dieser Ausblick aus der Lok entschädigt für so manchen Muskelkater. Aber allzu lange dauert die kurze Verschnaufpause nicht. Beim nächsten Halt muss der Vorrat gecheckt werden. Ich gucke, dass wir genug Kohlen haben, Kohlen im Kessel haben. Und ja, in 9 Minuten geht es wieder los, und damit genug Dampf am Kessel ist. Und dann ist es auch schon fast geschafft. Die Reise nähert sich dem Höhepunkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Brockengipfel, wieder einmal tief verschneit, in Nebel gehüllt. Unter diesen Bedingungen ist auch die Arbeit für das Lokpersonal nicht mehr ganz so angenehm. Am schlimmsten ist der Wind. Der Wind, und wenn der Schnee gefriert, das ist wie Nadelstiche im Gesicht. Wenn man dann aussteigen muss, da fliegt man fast weg. Das ist dann wohl der Moment, wo man sich wieder auf die Rückfahrt nach unten freut. Dort hat Nationalpark Ranger Alexander Ehrig den Aufstieg zum Brocken noch vor sich. Das ist schon eine anstrengende Tour. Es ist ja nicht nur so, dass man den Berg nach oben erklimmen muss, die ca. 900 Höhenmeter überwinden muss, sondern dass man das Ganze natürlich auch am Ende wieder zurückgehen muss und das natürlich schon anstrengend ist. Die Wege nach oben zum Brocken kennt der Ranger alle. Und natürlich weiß er auch ganz genau, worauf die Wanderer hier im Nationalpark Harz ganz besonders achten sollten. Denn auch das scheinbar gute Wetter kann schnell umschlagen. Also es gehört immer dazu ein fester Wanderschuh, das ist ganz wichtig. Wir sind halt wirklich im Hoch- oder im Mittelgebirge mit alpinem Charakter. Und was ich ganz wichtig finde, ist immer eine Regenjacke dabei zu haben, vielleicht noch ein Wechsel-T-Shirt, dass man sich ein bisschen umkleiden kann, dass man nicht nass geschwitzt laufen muss. Und das Ganze verpackt in einem einigermaßen geräumigen Rucksack, wo man dann ein Erste-Hilfe-Paket dabei hat, ist, denke ich mal, schon sehr wichtig. So ausgestattet steht dem erfolgreichen Marsch durch den Nationalpark nichts mehr im Wege. Oder man nimmt vielleicht doch lieber die Brockenbahn. Aber egal, ob mit Bahn oder zu Fuß, der Besuch hoch oben auf dem Brocken ist immer ein lohnendes Erlebnis. Und wenn man Glück hat, scheint hier oben sogar die Sonne. Und vom Nebel herrscht keine Spur. Dann heißt es, den Moment genießen. Hoch oben im Nationalpark Harz. Was sehen Sie hier? Genau, Wald. Und zwar jede Menge. Bayerischer Wald.
Das hier ist ein ganz besonderer Nationalpark, nämlich der älteste in Deutschland, gegründet bereits im Jahre 1970. Schauen wir doch mal genauer hin, was sich sonst noch so hier finden lässt. Wo ist es? Da haben wir doch schon was. Dieses rote Etwas ist ein Fliegenpilz. Was zum Beispiel für mich eine interessante Frage ist, warum ist er eigentlich rot? Was bringt ihm das, dass er rot ist? Das macht ja Arbeit, ne? Das ist also ein Aufwand. Wenn ein Pilz eine Farbe kreiert, dann muss er was davon haben. So ist es wohl. Aber was hat der Fliegenpilz von seinem Rot? Oder warum heißt er überhaupt Fliegenpilz? Also ich habe es selber probiert, ich habe Haut abgezogen, habe es in Milch getan. Wir hatten viele Fliegen im Raum, aber wir haben nicht eine einzige damit gefangen. Es gibt auch Studien, die sich mit 8 verschiedenen Methoden befasst haben. Und im Endeffekt funktioniert es nicht gut, also muss der Name Fliegenpilz auch noch eine andere Ursache haben. Tja, nur welche? Sicher ist nur eines, ein Fliegenpilz sieht zwar ganz nett aus, ist aber giftig. Das meiste Gift steckt hier in der Huthaut drin, das ist Ibotensäure. Die kann zu Muscimol werden oder Muscarin. Da sind wir dann wieder bei der Fliege. Mosca, die Fliege, daher das Muscarin. Und das ist ein starkes Rauschgift. Und je nachdem, wie viel man davon aufnimmt, bekommt man Pupillenerweiterungen, Unwohlsein, Schwindelgefühle. Und das sind halt die Resultate. Gut, das will man auch nicht haben. Besser, man lässt den Fliegenpilz dort, wo er ist. Denn hier im Nationalpark Bayerischer Wald hat er, wie in jedem anderen Wald, eine noch ganz andere Funktion. Er ist ja Partner von Bäumen wie Fichten, wie Birken, wie Buchen. Er versorgt die mit Wasser und Nährstoffen. Er ist also essentiell für einen gesunden Wald. Der kriegt von den Bäumen Zuckerstoffe. Die geben bis zu 30% von ihrem Zucker, was sie produzieren, wieder zurück an das Pilzmyzel. Ein Geben und Nehmen also. Der Fliegenpilz als lebensspendende Kraft für die Bäume im Wald. Wer hätte das gedacht? Doch damit nicht genug der Pilzgeschichten im Nationalpark Bayerischer Wald. Boah, was ist der Wahnsinn. Das ist ja wie im Rosengarten hier. Herrlich. Der ist jetzt voll im Wuchs. Ja, das ist auch ein Pilz. Wir haben hier in Deutschland einfach nur einen Standort. Das ist hier im Nationalpark. Und weltweit gibt es weniger als 10 bekannte Standorte von diesem Pilz. Er braucht altes, mächtiges Tannenholz. Und das findet sich hier zur Genüge. Ein Grund, warum der duftende Feuerschwamm hier so hervorragend gedeihen kann. Er braucht nicht nur das dicke Tannenholz, das können wir ja simulieren, das könnten wir auch von woanders herfahren. Nein, er braucht diese alten Waldstrukturen, Prozessschutz und das vielleicht über Jahrhunderte hinweg. Der Pilz hat hier überlebt, er hat sich nicht hier angesiedelt, sondern es sind die letzten Reste einfach von alten Urwäldern, wo dieser schöne, duftende Feuerschwamm eben noch überlebt hat. So. Doch nun genug der Pilzgeschichten. Zeit für eine kurze Exkursion unter Wasser. Im Rachelsee. Ein wahres Idyll mitten im Nationalpark. Hier herrscht strenges Badeverbot. Für die Wissenschaft aber darf man hier schon mal abtauchen, um nach Wasserpflanzen und Kieselalgen zu suchen. So kann man herausfinden, wie es um den See steht. Jeder See hat so seine ganz eigene Stimmung oder eben seine ganz eigene Vegetation. Und na klar freut man sich immer, wenn man was findet. Wenn die Sicht gut ist, dann macht das Tauchen natürlich auch viel Spaß. Und wenn viele Arten da sind, dann macht es natürlich auch mehr Spaß. Normalerweise fahren die Biologen mit einem Boot auf den See. Da der Rachelsee unter Naturschutz steht, geht das Ganze nur mit einem Stand-up-Paddle. Eine Geschicklichkeitsprüfung für die Wissenschaftler. Haben wir noch ein zweites Paar Flossen? Okay, die Sicht ist echt nicht so gut, oder? Mehrere Proben sollen heute genommen werden.
Jahrelanger sogenannter saurer Regen, entstanden durch industrielle Umweltverschmutzung in der Vergangenheit, hat den See geschädigt. Nun will man regelmäßig wissen, wie der Stand heute ist. Der See hat einen relativ niedrigen pH-Wert. Also es werden da bei dem Forschungsprojekt keine Fische auftauchen. Aber das heißt ja durchaus nicht, dass der See tot ist. Im ganzen Gegenteil. Besonderes Werkzeug ist hier gefragt. Mit einer Spritze werden unter Wasser Pflanzenpartikel von Steinen abgezogen oder mit einer Zahnbürste Moose abgebürstet. Und natürlich wird alles genauestens dokumentiert. Nach 4 Stunden Tauchgang im Rachelsee sind alle Proben genommen. Ich fand es toll, auf dem See sein zu dürfen, auch mit unseren Geräten und so ist ja schon ein Privileg. Sonst können wir noch keine Aussage treffen, außer dass wir ein bisschen mehr gefunden haben als das letzte Mal. Die nun folgenden Laboruntersuchungen werden etwa ein Jahr andauern. Bleibt zu hoffen, dass der Rachelsee im Nationalpark Bayerischer Wald sich weiter gut erholt. Zugegeben, eigentlich hätten wir jetzt hier mehr Wasser erwartet. Doch obwohl der Müritz-Nationalpark inmitten der Mecklenburger Seenplatte liegt, hat er auch jede Menge Wald und Wiesen zu bieten. Und Seen natürlich auch. Na bitte. Hier, inmitten des Nationalparks, hat sich Anja Lehmann einen Lebenstraum erfüllt. Seit vielen Jahren bereits hat sie hier ihren eigenen Bauernhof. Ich bin ursprünglich Stadtkind, aber ich wollte schon mit 8 Jahren gerne Rinderzüchter werden. Und dann weiß ich auch nicht. Dann hat es sich so ergeben. Dann habe ich eine Lehre als Melkerin gemacht und habe Landwirtschaft studiert. Habe aber nie in dem Beruf gearbeitet und habe das jetzt so als mein Hobby praktisch dann angenommen. Hier gibt es alles, was man als Selbstversorger braucht. Auf rund 600 Quadratmetern mitten im Müritz-Nationalpark gedeiht alles prächtig. Das Schöne ist natürlich, dass ringsum keine Felder sind, wo gespritzt wird. Wir kriegen viel Besuch, leider auch von Tieren, die unser Gemüse dann auch zerlegen hier. Also der Waschbär, der hat die ganzen Erdbeeren schon irgendwie im grünen Stadium abgefressen. Trotzdem bleibt mehr übrig, als sie selbst braucht. Und weil auf dem Grundstück schon immer dieses alte Trafohäuschen steht, kommt Anja Lehmann auf eine Idee. Sie will hier im Turm das kleinste Café im Müritz-Nationalpark eröffnen. Zumindest in der warmen Jahreszeit, wenn Touristen im Park unterwegs sind. Mit selbstgebackenen Kuchen direkt aus der gerade einmal 4 Quadratmeter großen Turmbackstube. Der Turm war sowieso da. Er stand lange leer. Und wir hatten erst gedacht, wir machen irgendwas zum Wohnen da rein. Oder ja, es war nicht so klar, was damit passiert. Und dann, weiß ich nicht, bin ich hier reingegangen irgendwann mal. Und dann habe ich diese Tür aufgemacht und dann dachte ich, das ist aber schön. Das ist ja wie so ein Verkaufsraum. Und dadurch ist es einfach nur entstanden irgendwie. Später hat sie das Angebot erweitert. Neben dem selbstgebackenen Kuchen gibt's 2 verschiedene Suppen und auch Eis. Ich würde gern 2 Erdbeeren-Joghurt-Eis und einmal Sandtorte bitte. Und es scheint alles zu schmecken. Wer im Müritz-Nationalpark unterwegs ist, findet hier im Mini-Café im Turm einen guten Ort zur Rast. Wir haben von der Müritz-Rangerin, die hier die Empfehlung bekommen, dass es hier was ist. Also ich wäre vorbeigefahren. Meine Frau hat dann gesagt, hier ist was und die kalte Gurkensuppe ist klasse. Es wäre schade, wenn man hier einfach so vorbeifährt. Aber natürlich hat der Müritz-Nationalpark noch viele andere wunderschöne Ausflugsziele zu bieten. Doch pst, etwas abseits vom Nationalpark könnten Sie auf ein paar Nackedeis treffen. Sabine Görmer ist Landschaftsführerin im Müritz-Nationalpark. In ihrer Freizeit wandert sie gern nackt. Aber warum nackt?
Es gibt keinen Unterschied, ob ich jetzt Bankmanager bin oder ob ich Hausmeister irgendwo bin, im Blaumann sonst rumlaufe oder als Manager im Schlips und Kragen. Die sind alle nackt, die sind alle gleich, egal ob dick oder dünn, ob groß oder klein, ob viel Busen oder wenig Busen bei den Frauen. Es ist alles einheitlich und wir fühlen uns dann auch anders. Wir sind nicht mehr der Manager oder der Hausmeister, sondern wir sind alle nur gleiche, nackte Menschen in der Natur. Es ist der erste offizielle FKK-Wanderweg in Mecklenburg-Vorpommern. Alle, die hier mitwandern, tun das aus tiefster Überzeugung. Ich finde es fürchterlich, Klamotten anzuhaben, also das ist, und auch die Natur zu spüren, das ist wunderbar. Also wenn ich Leute treffe, dann grüße ich als Erster die Erwidernden freundlich, manche grinsend, aber ich denke mal, das passt. Gerade wenn es warm ist, ja, freue ich mich immer, wenn man nichts anhat, weil dann der Schweiß ja wirklich kühlt. Aber wenn man Klamotten anhat, dann schwitzt man und dann friert man irgendwann auch wieder. Ne? Der Nacktwanderweg wurde auf Initiative des FKK-Campingplatzes am Reetzsee ins Leben gerufen. Und eines dürfte klar sein: Bevor man nackt durch den Wald spazieren kann, sind einige Vorbereitungen nötig. Man muss einfach sehr viele Gespräche führen, sehr viele Menschen einbinden. Es soll ja am Ende etwas entstehen, wo klar ist, hier sind die Schilder, da geht es lang. Jeder, der da hinkommt und auf diesen Weg kommt, weiß, dass er Nackten begegnen kann oder dass er auch nackt einfach sich dort bewegen kann. Der Wanderweg für Nackedeis findet in der Müritz-Region großen Zuspruch. Wir haben seit vielen, vielen Jahrzehnten FKK-Gäste hier in der Region. Und wir haben eben Gäste, die sich hier auch nackt in den Wäldern und auf dem See bewegen. Und das würden wir ganz gern auch, dass sie das mit einem guten Gefühl könnten. Spürt den Untergrund, die Wiese, den Boden. Spürt den Wind, spürt die Sonne. Das ist eine viel intensivere Verbindung zum Boden, zum Wind, zur Sonne, zu den Geräuschen, zu allem, wie wir eben spüren, tasten, sehen, hören. Ne? Alles das ist viel intensiver, als wenn wir Sachen anhaben. Mittlerweile ist der FKK-Campingplatz Reetzsee auch offiziell Partner des Müritz-Nationalparks. Vielleicht geht's ja in Zukunft auch nackt direkt durch den Nationalpark. Wer weiß. Vom Dars ganz im Westen bis hinter Hiddensee und den westlichen Rand von Rügen erstreckt sich der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Kilometerweite Sandstrände finden sich hier ebenso wie unberührte Landstriche abseits der Dünen. Hiddensee ist vor allem das Urlauberparadies. Hier hat Kai Petersen seine Surf- und Segelschule mitten im Nationalpark. Ein guter Tag ist immer, wenn das Wetter mitspielt, alles bleibt entspannt, keine Gewitter, die Leute sind gut drauf, es passiert nichts. Kai ist Hiddenseer. Mit der Segelschule lebt er seinen Traum, auch wenn dadurch im Sommer keine Zeit für Urlaub und Familie bleibt. Heute kommen 2, die Jollen segeln können, wenn ich das richtig verstanden habe, und die wollen gerne das Katamaran-Segeln lernen. Genau, und da bieten wir so Umsteigerkurse an. Obwohl Kai Petersen mehrere Surftrainer beschäftigt, betreut er noch einige Kurse selbst. Denn manches ist weitaus komplizierter als Surf-Yoga beispielsweise. Der heutige Katamaran-Kurs ist Chefsache. Die Wetterbedingungen scheinen optimal zu sein. Okay, ja, die Fahne bewegt sich noch ein bisschen, ist doch gar nicht schlecht. Und dann machen wir einfach heute ein Kentertraining. Ich zeige euch, wie das geht. Und ihr versucht ihn wieder aufzurichten. Vom Schlauchboot aus wird Segellehrer Kai Petersen das Ganze beobachten und Anweisungen geben. Das ist normaler Unterricht sozusagen. Also für uns natürlich normal. Für die schon, glaube ich, eher eine aufregende, spannende Sache. Aber ja, beim Katamaransegeln muss man es einfach mal gemacht haben. Denn ja, die Boote sind sehr schnell und können auch schnell kentern. Und da sollte man wissen, wie man ihn wieder aufrichtet. Der Kurs beginnt also genau mit dem, was eigentlich nicht passieren soll, mit Kentern.
absichtlich, versteht sich. Sehr schön, alles gut bei euch, genau. Und gleich den Kontakt zum Boot, ne? Da ist eine Leine. Zum Glück ist ja alles nur eine Übung. Unter den strengen Augen des Chefs kommt jetzt die eigentliche Schwierigkeit. Gewicht verlagern und kräftig ziehen. So könnte es gelingen. Waagerecht über der Wasserlinie, dann ist es perfekt. Schön. Ein Kraftakt. Gut, sehr schön. Mission erfüllt. Lehrer und Schüler sind zufrieden. Bleiben wir noch auf Hiddensee im Nationalpark. Hier könnten Sie bei einer Wanderung auch auf ein einheimisches Original treffen. Meistens unterwegs in schwarzer Latexuniform. Guck mal, schön da. Wollen wir den nehmen? Ja. Das ist doch nicht super. Ja. Hier könnte ich auch auf dem Boot sitzen. Ja. Die Suche nach dem besten Motiv. Robert Ott gilt als der bunteste Hund der Insel. Das ist natürlich nett gemeint. Gehst du mal bitte zu dem roten Boot so in die Mitte. Oben in die Mitte. Stell dich jetzt mal. Fotoshootings am Strand sind seine Leidenschaft. Hast du? Jo, ich hab's. Ich habe auch gewisse Fans und ich habe mir da ein bisschen was aufgebaut. Also so nicht nur die Fotos, sondern auch ein bisschen. Ich ziehe halt sowas gerne auch an. Und jeder hat auch so seinen Fetisch oder Fetische. Gibt ja auch verschiedene. Da ist eigentlich eine Schublade. Und ja, das verbinde ich gleich damit. Man sucht immer wieder den gewissen Kick, beziehungsweise eigentlich auch, für mich ist auch so gesehen und gesehen werden. Und dafür gibt es hier ausreichend viele Shooting-Locations. Guck mal, die Sonne ist da an der Tür da ganz gut. Das Posen habe ich mir selber beigebracht. Der Bettblick, so ein bisschen verführerisch gucken. Guck mal mehr nach rechts. Wenn einer ein Fotoapparat hat, sofort kommt so oder also das geht. Das kommt automatisch, wenn eine Kamera kommt oder so. Wie war das nochmal mit dem Bettblick? Ah ja, perfekt. So. Ja, das war wirklich ziemlich aufregend. Aber natürlich kann man im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft auch nur einfach die pure Natur genießen. Von Hiddensee bis zum Darß. Sage und schreibe 3450 Quadratkilometer umfasst der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Wattflächen, ostfriesische Inseln, Deiche und Salzwiesen. Hier findet sich alles. Natürlich auch jede Menge Vögel und Robben, selbstverständlich. Mal ehrlich, haben Sie sich schon mal gefragt, wer eigentlich die Vögel auf den großen Schildern an den Salzwiesen zeichnet? Hier im Nationalpark ist das der Job des Naturzeichners Steffen Walentowitz. Dafür geht er zuvor jedes Mal lange auf die Pirsch und beobachtet und skizziert jedes Detail. Die Rohammer, die dort auf so einem trockenen Strandasterzweig sang. Aber sie ist gerade weggeflogen, jetzt muss ich aufhören. Man muss nehmen, was kommt. Dann hört man einfach auf, genau. Und macht das vielleicht später noch mal neu oder vielleicht sehe ich sie gleich ein zweites Mal, kann weitermachen. Aber das ist okay. Die unheimliche Fülle, die die Evolution einen hier so bietet, anhand der Vogelarten, die ist so überwältigend, das möchte ich gar nicht missen.
Ich erlebe jeden Tag Neues und darf das festhalten in Skizzen. Das ist so eine schöne Arbeit in Anführungsstrichen. Das kann man gar nicht beschreiben. Wenn der Skizzenblock voll ist, geht's zu Hause im heimischen Atelier weiter. Jetzt kommt Farbe ins Spiel. Und aus den eher unscheinbaren Skizzen werden farbenprächtige Kunstwerke, die man später im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer auf den Tafeln wiedersehen wird. Die eigentliche langwierige Aufgabe kommt jetzt. Wenn ich draußen beobachte, sammle ich Eindrücke, damit ich später auch alles richtig zeichne. Also ich weiß, wenn ich draußen im Watt war, wie ein Brachvogel steht, wie er sich verhält, was er so macht und kann dann auch eine ideale Haltung, ein richtig schönes Bild komponieren. Fotorealismus strebe ich nicht so sehr an. Ich mal relativ zügig, damit das Bild noch so eine gewisse Dynamik hat. Das ist schöner anzusehen, als wenn man das jetzt so Punkt für Punkt so dahin pingeln würde. Die Zeichnungen für den Nationalpark machen Steffen Walentowitz besonders viel Spaß. Voraussetzung ist eine tiefe Zuneigung zur Natur und das ist das ganz besonders wichtig. Ohne dem wird es, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Man muss das, was man zeichnet, auch gerne machen. Und bald schon wird er wieder draußen sein, auf Pirsch im Nationalpark. Rund 50 Kilometer weiter weg gibt's Futter. In der Seehundstation im Nationalpark Haus Norddeich. Eine ganze Menge verwaister Seehundbabys werden hier jedes Jahr aufgezogen und dann, wenn sie groß oder besser schwer genug sind, in die Wildnis entlassen. Dann müssen sie alleine klarkommen. Jeder Seehund, ob mit Mama oder ohne, kann jagen. Das ist instinktiv festgesetzt. Tja, gut zu wissen. Die süßen Heuler sollen wieder zurück in die Nordsee. Auch wenn so mancher dazu offensichtlich gar keine große Lust hat. Ganz egal, die Zeit ist reif und jetzt heißt es ab ins Körbchen. Ein letzter Blick und dann Deckel zu. Heute geht's nach Jüst, ein optimaler Ort zum Auswildern. Wir befinden uns ja im Nationalpark und Weltnaturerbe Niedersächsisches Wattenmeer und da läuft das Wasser einfach weg. Und damit die Tiere die Option haben, gleich so viel zu schwimmen, wie sie wollen, bringen wir sie in die Nähe eines Seegatts. Sie können also auch in die offene Nordsee schwimmen. Ja, soweit der Plan. Wird er gelingen? Alle sind gespannt. Leinen los, oder besser gesagt, Deckel auf und ab ins Meer. Doch offensichtlich will nicht jeder sofort ins große, weite Wasser. Es gibt Tiere, die gleich nach Helgoland schwimmen, welche, die zweimal die Insel umschwimmen und 4 Wochen überhaupt nicht an Land gehen. Und es gibt welche, die sich sofort in die Nähe eines wildlebenden Rudels legen und erstmal entspannen. Also Individualisten par excellence. Am Ende ist der Weg das Ziel. Und es gibt wieder ein paar Seehunde mehr in freier Natur im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Übrigens, einmal im Jahr kann man eine solche Auswilderung bei einer besonderen Veranstaltung hautnah miterleben. Der absolut größte Nationalpark in Deutschland ist, wer hätte das gedacht, natürlich ein Wattenmeer. Und zwar das Schleswig-Holsteinische. Über 4000 Quadratkilometer weites Land. Oder besser Watt. Und außerdem ein Ort mit versunkenen Geheimnissen. Deswegen jedenfalls ist diese Forschergruppe hier im Nationalpark unterwegs. Mit geomagnetischen Messgeräten versuchen sie herauszufinden, wo einst Warften standen. Das sind künstlich aufgeschüttete Hügel zum Schutz vor Sturmfluten. Doch bis zum Ort der Untersuchung ist es noch ein Stück. Ein straffer Marsch durchs Wattenmeer ist angesagt. Wir sind stark abhängig von den Tiden und
Wir haben so ein Zeitfenster von 2, vielleicht mal 3 Stunden Arbeitszeit und das war es dann auch. Das ist ein langer Weg und man ist eigentlich schon erschöpft, wenn man da ist. Wie genau sah es hier vor über 600 Jahren aus, als hier noch kein Watten mehr war, sondern Land? Das alles interessiert die Wissenschaftler. Was man seit 100 Jahren macht, ist, die Plätze zu untersuchen, die frei liegen, wo im Priel die Scherben liegen, wo man ein bisschen was sehen kann von den Strukturen, die freigespült werden von den Gezeiten und von den Strömungen und so. Und da kommt man irgendwann nicht mehr weiter. Und wir versuchen jetzt hier mit unserer Technik das große Ganze zu kriegen. Die ganzen Dörfer, die ganzen Siedlungen und alles, was dazugehört. 2 Wochen lang laufen sie täglich raus, um den Wattboden zu erforschen. Mit Bohren und Graben. Anstrengend auf jeden Fall. Also man muss das schon wollen und auch können. Aber wann hat man schon die Chance, also in dieser wirklich einzigartigen Landschaft zu arbeiten? Ich sehe das immer als großes Privileg, das hier auch machen zu dürfen. Also nicht weit entfernt von der Hallig-Südfall geht's los. Die Teams müssen sich beeilen. Denn noch bevor das Wasser zurückkommt, müssen sie wieder weg sein. Mit einem speziellen Wagen versuchen die Forscher mit Hilfe von Magnetsensoren verborgene Objekte im Meeresboden aufzuspüren. Und tatsächlich scheinen die Sensoren hier an dieser Stelle etwas zu erkennen. Zeig's noch mal. Das Viereckige, das ist die Warft hier. Und dann sieht die Gräben drumherum. Man sieht sogar eine kleine Einfahrt hier. Und wir sehen, was im Boden liegt, bis zu einer gewissen Tiefe. Und die Warften zeichnen sich hier sehr schön ab. Und wir machen dann die Karte der Warften. Und dann kommen die Stichproben von den Kollegen. Irgendwo hier im heutigen Nationalparksgebiet soll auch die versunkene Siedlung Rungholt sein. Zerstört bei einer Sturmflut im Jahre 1362. Keiner weiß, wo Rungholt lag. Rungholt ist ja ein überlieferter Name eines Kirchspiels. Und ein Kirchspiel ist ja auch eher so ein Bezirk. Und da gehörten in so einer Art von der Siedlung gehörten ganz viele Warften dazu. Irgendwo stand eine Kirche. Und das hatte dann diesen ganzen Namen Rungholt. Das Bohrteam hat inzwischen eine Bodenprobe genommen. Man will herausfinden, ob hier noch etwas übrig ist von der Warft. Wir sehen hier den Rest vom Torfmoor, der hier mal drauf gestanden hat. Dann kamen die Leute im Mittelalter, haben den weggegraben und wollten hier unten an die Marsch ran. Und weil hier die Warft stand, ist vom Torfmoor noch was übrig gewesen. Das war dann ein Teil von der Warft. Die alte Marsch, der Torf, der Sand vom Watt. Also ganz alt, nicht alt. Tja, alles klar? Das muss reichen für heute, denn gleich kommt das Wasser zurück. Es ist ein Naturerlebnis, hier zu arbeiten. Es ist was anderes als irgendwo auf der Wiese oder in der Altstadt oder irgendwo anders. Und was ist heute eigentlich dabei rausgekommen? Wir haben heute in der Magnetik ein paar neue Warften nach Westen hin gefunden, die wir nicht erwartet haben. Gerade die Richtung der Warftkette ist jetzt überraschend. Der Aufbau von so einer Siedlung ist hier wieder ein ganz anderer, als wir das in den anderen Gebieten beobachten können. Jetzt müssen wir langsam einpacken, sonst wird's knapp. Ja, und genau das tun wir jetzt auch. Bevor das Wasser nun tatsächlich zurückkehrt, verlassen wir zügig das schleswig-holsteinische Wattenmeer und kehren hoffentlich noch trockenen Fußes zurück. Getreu dem Nationalpark-Motto Natur, Natur sein lassen, beenden wir hier unsere Reise durch die Nationalparks, die Sie kennen sollten.